Egal bei welchem Bauvorhaben, die Fassade schützt uns vor Wind und Wetter. Und idealerweise hält sie länger als nur 5 Jahre und macht auch optisch lange was her. Wie ihr seht, die Fassade hinter mir ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und fängt nicht nur sprichwörtlich das Bröckeln an. Und genau die werden wir heute mit einem Fachmann sanieren, optisch als auch funktionell. Peter! Der Bauherr hat uns zur Hilfe gerufen und möchte, dass seine Garagenfassade saniert wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran ist erkennbar, dass diese Fassade wirklich nicht mehr gut ist? Ja, das war sehr schnell optisch deutlich zu sehen. Wir haben hier einen starken Algenbefall, Moosbefall, haben Putzablatzungen und viele Risse. Und das wollen wir natürlich nicht haben. An was kann man sich sonst orientieren, wenn man es optisch noch nicht so ganz einschätzen kann? Wie häufig sollte man wirklich seine Fassade sanieren? Der Renovierungszyklus ist alle 25 Jahre. Okay, und da bleiben wir auf jeden Fall drin. Jetzt haben wir gesagt, optisch ist es das eine, aber funktionell soll es natürlich auch was hergeben. Was ist der Unterschied und was passiert bei der Sanierung der Funktion? Ja, funktionell in unserem Fall ist, die Fassade bzw. auch die Putzschicht wieder intakt zu bekommen, damit die Fassade komplett wieder vor Witterungsanflüssen geschützt wird. Und das machen wir komplett ohne Biozide. Erstens, was sind Biozide und warum verzichten wir heute drauf? Ja, Biozide sind Chemikalien, die dafür zuständig sind, Algen gar nicht erst wachsen zu lassen. Und darauf verzichten wir komplett mit unserem Mineralaktivsystem. Und trotzdem wird es mit Mineralaktiv dann vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt. Okay, damit wir jetzt gleich starten können, wurde die Fassade schon mal vorbereitet und der Untergrund vorbereitet. Was haben wir hierfür getan? Der Untergrund wurde gereinigt, grundiert und die Schienen wurden schon gesetzt. Okay, und damit starten wir jetzt hier an der ersten Seite unserer Garage. Wir arbeiten uns Stück für Stück vor, dass wir die Trocknungszeiten einhalten können. Im ersten Schritt von 14 Tagen. Und wie lautet der erste Schritt? Den SM700 Pro mit Wasser aufrühren und das Gewebe 5×5 auf die Fläche einlegen. Und hier auf dieser Seite sehen wir jetzt den SM700 Pro komplett durchgetrocknet. Das heißt, die 14 Tage sind schon rum und wir können gleich weitermachen. Aber vorher noch die Frage, was verhindert der SM700 Pro jetzt hier langfristig? Ja, durch den hohen Faseranteil im SM700 Pro und im Gewebe 5×5 können wir hier für höchste Risssicherheit sorgen. Das heißt, keine Risse mehr und genau das ist das, was wir haben wollen. Jetzt machen wir mit dem Oberputz weiter und dafür verwenden wir Mineralaktiv, richtig? Den Mineralaktiv Scheibenputz, 2 mm Körnung, den rühren wir auf, tragen ihn auf die Fassade auf, schreiben ihn mit der Kunststoffreibscheibe ab und sorgen dafür für eine wunderbare Oberfläche. Der Mineralaktiv-Scheibenputz ist jetzt final aufgetragen und den gibt es, wie ihr seht, auch eingefärbt, was natürlich sehr praktisch ist und schützt die Fassade vor Pilzen und Algen. Aber wie macht es der Scheibenputz so ganz ohne Biozide? Ja, durch die 3 Wirkmechanismen, hohe Alkalität, Feuchtemanagement und dem Infrarotabsorber, der in der Farbe steckt und das System abrundet. Und genau diese Farbe tragen wir jetzt auch direkt auf, weil wir wollen ja nicht auf 7 Tage Durchtrocknung warten. Deswegen gehen wir jetzt einmal ums Eck. Hier sind schon 7 Tage vergangen und wir können direkt weitermachen mit dem Streichen. Sag mal ganz ehrlich, muss ich jetzt hier wirklich Mineralaktiv Farbe nutzen oder kann ich irgendeine andere Farbe verwenden? Ja, um die Vorteile des Systems voll auszuschöpfen, muss ich mineralaktive Farbe nehmen. Okay, und wir wollen ja alle Vorteile erhalten und genau deswegen bleiben wir im System. Aber habe ich dadurch irgendwelche Nachteile bei der Farbgestaltung? Kann ich jetzt da zum Beispiel nur weiß nehmen? Bei der Farbgestaltung sind wir relativ breit gefächert. Da können wir alle Farbtöne nutzen, die wir auch im mineralischen Putzsystem haben. Super, also alle Kunden können individuell bedient werden, das ist wichtig. Aber habe ich jetzt irgendwelche Nachteile beim Auftragen oder ist das auch wie bei jeder anderen Farbe? Da habe ich keine Nachteile. Ich kann einfach abkleben, abdecken, aufrühren und loslegen. Und wir gehen auf die 4. und letzte Seite, um euch einmal das fertige Ergebnis zu zeigen. Und das macht optisch natürlich echt was her. Und die Frage ist, welche langfristigen funktionellen Vorteile habe ich jetzt dadurch? Ja, die Optik hast du schon angesprochen. Wir haben hier einen dauerhaften Schutz der Bausubstanz auf jeden Fall gewährleistet. Und ich habe auf jeden Fall eine Langzeitwirkung, mindestens genauso lang wie ein biozidhaltiges System. Okay, das braucht also gar keine Chemiekeule. Das funktioniert genauso gut nachhaltig, wie es jetzt hier der Fall ist. Und damit fasse ich jetzt noch mal kurz zusammen. Jetzt sieht das Ganze nicht nur wieder ultra schick aus, sondern hat, wie wir gelernt haben, auch einen funktionellen Nutzen. Auf der einen Seite haben wir den SM700 Pro, der vielfältig einsetzbar ist und das seht ihr übrigens auch in einem weiteren Video, falls euch das näher interessiert. Dann guckt euch das gerne mal an. Und durch den Faserzusatz hat er die höchste Risssicherheit. Auf der anderen Seite haben wir die Mineralaktivkomponenten und die schützen langfristig vor Algen und Pilzen. Also das ist die beste Kombi und eure Superpower für den nächsten Fassadenschutz. Also
Macht was draus und wir sehen uns auf der nächsten Baustelle wieder.